chances. They wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them all for ransom. This how I planned it. Did it right here where I'm standing. Came from the mud, they counted us out. Now we standing on the planet. They don't know just what to do with me. Promise this is nothing new to me. If you came in here to ruin me, hope you writing out a eulogy. I was tailor-made beautifully. You can never find two of me. Look how I'm shining. Cold turn in the diamonds. Die zweite Ausgabe des Eleveight XS hat eine Fronttube mit einer 5-Punkt-Waage und einem Pulley. Im Bereich des Pulleys an der Außenseite der Waage kann man hier über eine Knotenleiter nochmal den Stand des Kites im Windfenster beeinflussen. Dabei wird die Kappe entweder gestreckt oder etwas zusammengezogen, sodass er entweder eher enger dreht oder eine längere Hangtime besitzt. Die Steuerleinen sind direkt mit dem Tipp verbunden und es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten, um den Bardruck und den Turning Speed anpassen zu können. Zum B- und Entlüften der Fronttube und der 5 Querstruts haben wir ein großes Standard-Ein- und Auslassventil, welches mit einer Neoprenkappe abgedeckt ist, damit hier das Tuch nicht verletzt werden kann. Die Fronttube ist mit einer Kedernaht verschlossen und von der Innenseite gedoppelt und vernäht. Als Flugtuch wird hier ein 4-fach-Ripstop-Material eingesetzt. Dieses Flugtuch zieht sich hier bis in die äußersten Bereiche der Tips. In den Übergängen zur Fronttube finden wir teils sehr aufwendige Dacron-Verstärkungen. Die Abrisskante ist mehrfach und sehr aufwendig mit Tuch gedoppelt. Zudem sind beide Tips noch jeweils mit einer Latte ausgestattet, damit das hier nicht flattert. Besonders beanspruchte Bereiche sind mit gummiertem Gewebe verstärkt. Leinenabweiser gibt es nur am Ende der Fronttube und den beiden äußeren Querstruts. Die 3 inneren Quertubes kommen ohne Leinenabweiser aus. Alle Quertubes sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Hier sehen wir nochmal die Dacron-Bahn, die den Übergang vom Flugtuch zur Fronttube ziert. Ob man mit dem Eleveight XS foilt, Freeriden geht oder Wake-Style, Freestyle-Tricks machen möchte, man merkt sofort, diese Kappe wird hier wirklich absolut in der allerersten Millisekunde sauber angeströmt und liefert konsequenten Vortrieb, ohne dabei nervig zu sein oder jetzt irgendwie Querdruck zu verursachen. Hier geht es einfach nur vorwärts. Und es steht sofort sehr gute Leistung in beiden getesteten Größen bei uns in 9 und 12 zur Verfügung. Für den 12 Quadratmeter liegt hier die Angleitgrenze beim Foilen bei 80 Kilo im Durchschnitt und einem mittelgroßen Flügel bei 8 Knoten. Mit dem Twin-Tip benötigen wir hier bei gleichem Setup und einem etwas größeren Board 13 bis 14 Knoten. Ebenso leistungsstark präsentiert sich der XS auf dem Amwindkurs. Die Kappe geht sehr weit an den Windfensterrand und das in jedem Bridle-Setup und liefert hier konsequent gleichmäßigen Vortrieb ohne Korrekturen. Das Barfeeling des Eleveight XS ist sehr schön direkt, aber nicht unkomfortabel. Wir haben hier insgesamt mittlere Halte- und Steuerkräfte. Diese Abstimmung sorgt durchwegs für eine wirklich gute Rückmeldung über den Stand des Kites im Windfenster. Je nachdem, welches Setup man von der Waage wählt, kann das Ganze sehr knackig eingestellt werden. Im Puncto Drehradien und des gesamten Flugbildes kann man hier ganz gut mit der Waageeinstellung spielen. Auf der Einstellung Pivot dreht der XS wirklich spürbar deutlich enger. Im Standardmodus oder noch weiter innen angeknüpft haben wir hier eine wirklich sehr flache Kappe, die dann einen großen Radius fliegt mit sehr viel Kraftentfaltung. Hier bewegt sich der 12 Quadratmeter XS mit einer mittleren bis hohen Fluggeschwindigkeit und der 9er mit einer hohen Fluggeschwindigkeit.
Das Profil des XS bleibt auch in starken Böen absolut formstabil. Und auch im Vollbereich bei sehr wenig Wind und wenig Leinspannung wird aufgrund dieser wirklich sehr effizienten Anströmung der Kappe hier eine sehr gute Profilstabilität sichtbar. Das Eleveight-System löst bei 7 Kilo und einer Last von 120 Kilogramm aus. Es erfolgt ein druckloser Absturz über eine Single Frontline Safety und die Wiedermontage ist sehr leicht. Ebenso ist der Widerstart ab 12 Knoten gemäß eines 12ers hier auch angemessen einfach. Der Designer Peter Stieve bezeichnet dieses Modell hier als neue Interpretation eines Big Air und Hangtime Kites. Es ist hier wirklich ganz klar ein Schirm, der zu der absoluten Spitzenklasse der Hangtime Kites dementsprechend gehört, wenn man ihn in der Standardeinstellung fliegt oder noch etwas weiter flacher angeknüpft, dass die Kappe noch flacher wird, dann erreicht er halt Flugzeiten ähnlich wie eine Matte. Wenn man ihn auf Pivot anknüpft, wird er insgesamt halt noch ein bisschen beweglicher und quirliger in der Luft für Kite Loops und dergleichen. Aber da besitzt er immer noch eine sehr gute Sprungleistung in puncto Lift und Hangtime. Diese ist allerdings, muss man sagen, in der Standardposition gemischt mit dem Bar-Feedback das absolute Optimum. Hier gibt es von der Leistung eigentlich nur sehr wenig vergleichbare Schirme, ähnlich einem XR oder einem Ozone Edge. Das ist so die Klasse, in der er sich bewegt. Stellt man ihn auf Pivot, so sollte man das Ganze auch kombinieren mit etwas höheren Barkräften, damit er hier exakt das gleiche Barfeeling oder die gleiche perfekte Rückmeldung erhält. Von der Fahrtechnik gibt es die maximalen Flugleistungen hier auf dem Standard-Mode. Hier geht er auch über Sheet and Go, also auch nur über das Anziehen der Bar, liftet er hier schon wirklich ordentlich. Aber die Kraft des Eleveight XS lässt sich auch für ausgehackte Tricks sehr gut verwenden. Von den einzelnen Kursen kann man ihn sehr variabel anfahren, da insgesamt eine sehr schön gleichmäßige Positionierung besitzt im Windfenster. Da die Kappe trotz hoher Streckung eine hohe Stabilität und Steifigkeit besitzt, verpufft auch bei starkem Aufladen des Schirms hier keine Energie, sondern das Ganze wird weiterhin konsequent in Vortrieb umgesetzt. Zudem fällt er aber auch halt nach dem Absprung einen kleinen Tick tiefer in das Windfenster, wodurch er auch kompliziertere Handlepass-Tricks ohne weiteres möglich macht. Und dabei bleibt er auch so neutral, dass er hier keinerlei Tendenz zum Stallen besitzt. Also man muss schon wirklich Unmögliches versuchen und sehr schnell in seine Richtung fahren und nur an den Backlines ziehen, um diesen Kite halt zu einem Backstall zu bewegen. Klar, wenn man die Kappe von seinem Trim auf der flachsten Einstellung vom Profil her lässt, das heißt halt am weitesten aufgespreizt, so hat er schon dieses gewisse Oldschool-Feeling beim Springen. Ein bisschen auch wie eine Matte, aber nur wirklich ganz klitzeklein im Ansatz. Aber dafür hat er auch wirklich das Maximum an Leistung, was er hier präsentiert. Und mit kleinen Spielereien an der Waage und beim Steuerlein-Setup kann man hier durchaus einen derartig vielseitigen Hochleistungs-Freeride-Kite machen, der wahnsinnig vielen Leuten sehr, sehr viel Spaß machen wird, weil er auch in egal welcher Einstellung immer noch halt eine große Neutralität besitzt und auch das ganze Leistungsspektrum erhalten bleibt. Also hier gibt es plötzlich keine Macken oder sowas, wo man sich dran gewöhnen muss. Erwähnenswert ist auch die Verarbeitung, die ist wirklich mega sauber und auch üppigst verstärkt.
Da wird man wohl wirklich eine ganze Weile Freude an diesem Schirm haben können. Auch wenn das Ganze mit ein paar zusätzlichen Gramm natürlich bezahlt werden muss. Aber diese paar Gramm waren zum Beispiel in der Performance beim Fahren definitiv nicht zu spüren. Der Eleveight XS ist ein wirklich sehr guter Freeride High Performance Schirm, der mit einer hohen Vielseitigkeit für sich werben kann. Er besitzt maximale Leistung in puncto Hangtime, das ist wirklich außergewöhnlich. Und alle anderen Spektren in puncto Foilen oder Freestyle kann er ebenfalls halt sehr schön mit viel Spaß abdecken. Eleveight gibt hier echt Gas. This is our moment.